Es steht da schon wirklich günstig, das Opernhaus Zürich, denn unweit vom Standort ist die Shoppingmeile. Dort kann das Opernhaus direkt Kostüme aller Art einkaufen. Hosen, Blazer, Hüte, alles zu einem guten Preis. So spart man Geld und Zeit. Muss also nicht alles selber machen. Das lilafarbene Oberteil hier passt sicherlich zu irgendeiner Inszenierung. Schauen wir uns die Inszenierung doch mal an. Gut, nicht bei jeder Vorführung passt ein Blazer mit Sonnenbrille. Okay, beim Ballett ist das natürlich auch nochmal was anderes. Na gut, verstanden. Es ist offensichtlich. Wir lieben extravagante Kostüme auf der Bühne und die gibt's einfach nicht gleich um die Ecke. Aber wo dann? Wer macht die? Alles Originalteile? Die geschickten Hände dieser 3 Frauen warten eifrig mit Antworten und wir schauen diesen Händen gerne mal zu. Was sie schon immer über das Opernhaus wissen wollten, aber nie zu fragen wagten, Episode 17. Do it yourself. Ja, alles, was wir brauchen können als Werkzeug, wird bei uns als Werkzeug eingesetzt. Unter anderem ein Teekocher. Das ist Dominique Stauffer. Sie arbeitet im Opernhaus. Aber an was? Es beginnt anscheinend mit einem Teekocher. Das ist eine Art Netz mit Gips, welches in das heiße Wasser gelegt wird. Dadurch wird es formbar. Dann auf einen rundlichen Gegenstand gelegt. Es kühlt schnell wieder ab und wird hart. So, jetzt haben wir die 2 Hälften, weil wir auch solche Formen machen wie diese. Ah, Dominique erstellt einen Turban. Sie ist Hutmacherin. Und solange sie gerade im Grundgerüst baut, schauen wir ein paar Meter weiter und treffen dort auf ein Maßband, eine Schere und viel Papier, auf dem Linien zu sehen sind. Ein Schnittmuster, welches ausgeschnitten und wieder zusammengesetzt wird. Hier entstehen Kostüme. Aber nicht irgendwelche. Hier werden die Wünsche und Ideen des Regisseurs oder Bühnenbildners umgesetzt. In dem Augenblick, wo Kostümregie und Bühne ein Konzept haben, kommt ja der Kostümbildner zu uns und dann besprechen wir auch das Ganze. Bettina Enke, Damengewandmeisterin im Opernhaus. Und dann gibt es den Prototyp und anhand dieses Prototypes kann ich auch alles erzählen, was es tut, wie es sich bewegt, welche Schwierigkeiten ich sehe. Aber was genau wird diesmal gefertigt? Am Anfang jeder Besprechung steht eben das Bild. Ohne Bild kann ich nicht arbeiten. Ein Kleid, bestehend aus abertausenden Pailletten, für das Ballett Nachtträume. Eine so wunderbare Zeichnung wie in diesem Fall, wo wir ja wirklich alles sehen, jedes Detail sehe ich, Seitenanblick. Es ist ein Traum für uns, nach so einer Figurine arbeiten zu dürfen. Und während Bettina die Stoffe vorbereitet und Dominique gleich die Watte überzieht, schauen wir zur dritten Dame. Hallo! Hallo! Was hier gefertigt wird, findet man wohl am seltensten beim Shopping: Haare. Hier werden natürlich keine Haare gefertigt, sondern Perücken. Und dafür braucht man nicht nur viel Geduld und Ausdauer, sondern auch die Hände von Mandy Engel. Zuerst montiert sie ein hauchdünnes Netz an einen Kopf, der exakt die Maße der Person hat, die die Haare tragen wird. Mit dem Heißluftföhn wird die Form millimetergenau angepasst. Und dann fängt man an mit dem Knüpfen. Dann fängt man dann im Nacken an und arbeitet sich so langsam nach oben. Schauen wir mal zu Dominique. Wir möchten auch nicht, dass die Form durchscheint, deshalb wird das wie mit Watte überzogen. Jetzt wird alles festgenäht. Die schwarze Filzkappe ist exakt auf den Sänger angepasst und wird nun in den Turban hineingearbeitet. Dabei ist wichtig, dass die Ohren frei bleiben. Weil die Sänger das nicht so mögen, wenn da die Ohren abgedeckt sind. Die Sängerinnen und Sänger, Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne müssen sich wohlfühlen.
Egal, ob Turban, Kleid oder Perücke, es muss immer bequem sein und perfekt sitzen. Und es soll natürlich zusätzlich exakt den Wünschen des Regisseurs entsprechen. Und es soll unkaputtbar sein, für viele Jahre halten und leicht waschbar. Keine leichte Aufgabe. Wir machen lauter Einzelstücke, weil ja jeder Körper ein eigenes Bewegungssystem hat. Jeder dieser Darsteller, und zwar gerade im Ballettbereich, sind natürlich Hochleistungssportler. Und diese Hochleistungssportler haben ein super genaues Empfinden, was dieses Kostüm braucht, also wie viel Bewegungsweite, Länge sie brauchen. Also auch im Chor oder natürlich für Solisten. Der eine braucht es besonders eng, der andere möchte gerne in die Rippen atmen, der andere möchte gerne in die Flanke atmen, der dritte atmet im Oberkörper, der vierte atmet in den Bauch. Und da, wo ich kann, mache ich natürlich ihnen Platz. Individuelle Einzelstücke. Oder anders gesagt, Wie ein Kleid, was maßgeschneidert ist. Der Kostümbildner hat spezielle Wünsche, welche Haarfarbe derjenige haben soll oder welche Länge, welche Frisur, und das kann man eigentlich fast nicht kaufen. Wir hatten auch mal Choreografen, die dachten, sie könnten die Hosen einfach im H&M kaufen. Die haben sie dann gekauft. Die Tänzer gingen in die Knie und damit war dann die Hose gerissen. bei Dominique steht der vorletzte Schritt an: Stoffwickeln. Wir haben auch viele Stücke, die historisch sind, oder dann gibt es auch die Dinge, die halt wirklich so ein bisschen verrückt sein müssen und gar nichts zu kaufen gibt. Und die sind halt eigentlich das Spannende am Theater. Schlussendlich wird das dann alles schön genäht, dass das immer schön gleich bleibt und auch noch in 10 Jahren so aussieht. Es wird nicht nur für den Moment auf der Bühne gearbeitet, sondern auch fürs Archiv. In 10 Jahren wird der Turban höchstens noch angepasst. Und wie individuell selbstgemacht aussehen kann, sehen wir hier. Auch die Haare müssen gepflegt und sollen in 10 Jahren noch genutzt werden. Also es gibt spezielles Perückenshampoo, auch spezielle Pflege, sonst werden die Haare brüchig und ja, sehen nicht mehr schön aus. An einer Perücke arbeitet man durchschnittlich eine Woche. Das Kleid ist fertig. Allerdings ist die erste Version noch nicht die richtige für eine Tänzerin. Die wäre eben jetzt sozusagen wie schwenken. Also die schwingt so. Zu viel Schwenken für den Tanz. Version 2? Die schwingt leichter, aber wenn man da jetzt sozusagen das Bein hochnimmt, hätte man alle diese Tülllagen unten drunter. Zu viel Tüll. Version 3 ist die Finale. Es kann hochgenommen werden, man würde jetzt nur Bein sehen und unten drunter ist eben diese Pumphose. Wieder ein Beispiel dafür, auf wie viele Details man achten muss. Und ist jeder endlich einverstanden, geht die Arbeit erst so richtig los. Das Kleid wird in Massen produziert. Bei großen Produktionen wie Schwanensee oder Nussknacker können das bis zu 150 Kostüme werden. Wird eine Oper oder ein Ballett neu inszeniert, arbeiten sehr viele Hände gemeinsam an einer Vision. Das ist halt so ein Gesamtkunstwerk am Ende, oder? Alles fließt so zusammen im Opernhaus. Viele Leute arbeiten an einer Sache. Eine Sache, die nirgendwo zu kaufen ist, sondern ausschließlich für die Bühne gemacht wird. Ein Handwerk, das hoffentlich nie aussterben wird.